Endlich bin ich in Kirgisistan angekommen. Nach den ganzen Wüsten freue ich mich schon richtig auf die Berge. Zweimal musste ich noch unten in den Tälern übernachten, bevor es dann ins Gebirge ging. Und beim zweiten Mal hat mich schon ein Gewitter überrascht, aber das wird mir noch häufiger passieren. Aber wie man sieht, war ich hoch motiviert. Auf 2000 Höhenmetern habe ich dann mein Zelt aufgebaut und ja, die ganze Nacht hat es gewittert und geregnet. Auch morgens musste ich mit meinem Frühstück wieder in mein Vorzelt verschwinden, weil der Regen einfach zu stark wurde. Auf 2400 Höhenmeter hat mich dann ein kleines Gewitter überrascht. Da habe ich mein Fahrrad beiseite gestellt und an einer Wand Schutz gesucht und dann hat es wirklich richtig angefangen zu regnen. Da habe ich dann plötzlich links von mir ein komisches Geräusch gehört. Da schossen auf einmal Wassermassen runter und haben einen Fluss gebildet, wo eigentlich die Straße war. Sogar mein Fahrrad wurde ein bisschen weggeschoben. Das habe ich mir dann schnell gepackt und habe das weiter nach oben gestellt. Eine Dreiviertelstunde musste ich dann hier ausharren und zwischendurch kamen immer tennisballgroße Steine runtergeflogen, die mein Helm dann abgefangen hat. Das hatte schon ein bisschen was Beruhigendes. Immer Pock, Pock, Pock. Ein Auto kam mir noch entgegen, in dem sich 2 Fahrradfahrer befanden, mit denen habe ich kurz gequatscht und 2 Tage später bekomme ich von dem einen noch eine E-Mail, dass unten noch 2 Erdrutsche waren. Also ich habe da wohl richtig Glück gehabt. Ganz oben angekommen bin ich wirklich happy, aber ein bisschen merkwürdig ist das schon, denn ich bin umgeben von Wolken und vor 2 Stunden war hier noch ein Gewitter. Da stellt sich mir die Frage, ob man dann hier regelrecht gegrillt wird bei einem Gewitter hier oben. Und plötzlich bekomme ich irgendwie Hunger auf Hähnchen. Die Abfahrt war wirklich der Hammer und auf dieser Seite hat sich das Wetter auch fast beruhigt und unten im Ort angekommen habe ich mir auch erstmal ein Hostel gesucht und da waren wirklich nur Motorradfahrer und einer sagt auch nur ganz trocken, "Hey, look, a crazy one." Der nächste Pass war einfach genial. Das Wetter war super und ich hatte sowas wie einen perfekten Abend. Oben im Himmel war ein sichelförmiger Mond, der die Hügel und das riesige Gebirge im Hintergrund beleuchtet hat. Und das sah einfach faszinierend aus und man hat trotzdem noch super viele Sterne sehen können. Und im Hintergrund hat man einen Bach plätschern hören und alles in allem war einfach, ja, perfekt. Am nächsten Morgen war ich nur ein bisschen verpennt, da um 5 Uhr ein Gewitter kam und das hat eine Stunde lang angehalten. Aber dann habe ich mich nochmal rumdrehen können und 2 Stunden später meinen Kaffee genießen können. Und so sah das von oben aus. Rechts unten habe ich gecampt und hatte diese schöne Kulisse im Hintergrund.
Bevor ich dann den dritten und den höchsten Pass in Kirgisistan gefahren bin, habe ich mich unten noch in einem Dorf gestärkt. Der einzige Nachteil war nur, dass dieser blöde schwarze Hahn mich jeden Morgen um vor 5 schon geweckt hat. Der Pass ging auf 3220 Metern hoch und eigentlich war das auch nur anstrengend für diese Aufnahmen hier, denn dafür bin ich 3 Kilometer wirklich gelaufen. Und dann bin ich endlich am Sonkel-See angekommen und die Aussicht war einfach herrlich und es war so angenehm ruhig hier oben. Und dann habe ich auch endlich mal in einer Jurte geschlafen. Es hat auch nicht lange gedauert und ich bin schon am Issyk-Kul gewesen, dem großen See in Kirgisistan, und da gab es auch dann erstmal was zu feiern. So, endlich der letzte Kilometer und ich bin gerade auf einer Abfahrt. Mega geil! Kann nicht mehr lange dauern. Mein Gott, dauert das lange. Oh. LKW vor mir. Juhu! Woohoo! Woohoo! Woo! Yeah! Woohoo! Geil!
Am Ende des Tages habe ich mir dann einen super schönen Strandplatz am See gesucht und habe dann, bevor ich alles aufgebaut habe, noch den Strand ein bisschen sauber gemacht. Und dann habe ich auf meine 10.000 Kilometern erstmal ein Bier getrunken. In einem Hostel in Karakol habe ich richtig coole Leute kennengelernt, unter anderem auch die Luna aus Holland, mit der ich dann auch spontan 2 Tage hier wandern war. In den nächsten Tagen kamen sogar noch Eva und Jannis, meine Camperfreunde, nach Karakol und mit den beiden, Eluna und Susanne aus Deutschland, haben wir auch noch die anderen Sachen rund um Karakol erkundet. Mein Gott, hatten wir einen geilen Sternenhimmel hier oben. Und an unserem letzten Tag sind wir dann nochmal zum Easy Cool gefahren, zu einem Strand, der ein bisschen abgelegen war, haben Lagerfeuer gemacht, Musik gehört und haben bis zum Morgengrauen getanzt. Ja, das war einfach der perfekte Abschluss für Kirgisistan. Mittlerweile habe ich auch ein paar Löcher im Zelt und die Nähte sind auch nicht mehr 100% wasserdicht. Aber dafür habe ich Panzertape. Damit fliegt man alles. Für die Leute, die bis hierhin geschaut haben, dürfen mich jetzt auch nochmal laufen sehen. Oh, bin ich kaputt.